Superwash, da 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 da. Superwash Wolle sprechen wir über die Vorteile, Nachteile und Alternativen. In der Strickwelt gibt es zwei Lager. Die Superwash Wolle absolut super toll finden und die Superwash Wolle komplett meiden und überhaupt nicht mögen. Vor kurzem habe ich ein Video gemacht über verschiedene Fasern, das heißt über synthetische Fasern und Naturfasern. In den Kommentaren habe ich dann die Frage bekommen, ob ich mich nicht mal mit Superwash Wolle auseinandersetzen könnte, und das habe ich gemacht. In diesem Video spreche ich über die Ergebnisse meiner Recherche und stelle euch auch meine Erfahrungen mit Superwash Garnen vor. Mein Name ist Calypso, ich stricke schon seit über 20 Jahren. Und auf diesem Channel geht es um das Stricken und Wolle. Ich kann euch also mit ein bisschen Expertise erzählen, was es mit Superwash auf sich hat und warum ich persönlich Superwash vielleicht gut oder weniger gut finde. Starten wir erstmal mit den Begrifflichkeiten Wolle und Garn. Oft werden diese Begriffe synonym, das heißt austauschbar verwendet. Das ist aber nicht ganz akkurat. Wolle wird meistens vom Schaf gewonnen oder von anderen Tieren. Es handelt sich um eine tierische Faser und wird dann zu Garn versponnen. Garn ist das fertige Produkt. Garn ist eben dieser Faden, mit dem wir stricken, und Garn kann aus unterschiedlichen Fasern hergestellt werden. Meistens werden Fasern vom Schaf verwendet, aber es kann auch Baumwolle, Seide oder andere Materialien sein, aus denen Garn besteht. Das bedeutet also, dass Wolle Garn sein kann, aber Garn ist nicht automatisch Wolle. Diese Unterscheidung ist sehr, sehr wichtig, finde ich, wenn man etwas präziser sich ausdrücken möchte und Missverständnisse vermeiden möchte. Die andere Begrifflichkeit, die ich mit euch klären möchte, ist Superwash Wolle und Superwash Merino. In diesem Fall werde ich diese Begriffe schon austauschbar verwenden, Superwash Wolle und Superwash Merino, weil nach meiner Erfahrung Merino-Fasern einfach diejenigen sind, die am meisten diese Superwash-Ausstattung erhalten. Meiner Erfahrung nach gibt es selten oder auch nie speziellere Fasern, die diese Superwash-Ausstattung haben. Das heißt, ich habe noch nie einen Blueface Leicester, einen Shetland oder ein Kamel oder ein Yak mit Superwash-Ausstattung gesehen. Könnt ihr mir da vielleicht widersprechen? Auf jeden Fall habe ich in meinen vielen Jahren Erfahrung in diesem Hobby und auch nachdem ich in 3 Wollgeschäften über mehrere Jahre gearbeitet habe, glaube ich, noch nie ein anderes Garn außer Superwash Merino mit Superwash-Ausstattung gefunden. Wenn ihr da andere Erfahrungen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Superwash Wolle. Was ist das eigentlich genau? Warum ist dieses Garn so umstritten oder auch bei manchen so beliebt? Und welche Alternativen gibt es, wenn du vor allem auf Nachhaltigkeit achten möchtest? Superwash ist ein Verfahren, das unsere Wolle maschinenwaschbar macht. Das bedeutet, dass du die Wolle, das heißt deine Kleidung, die du aus Wolle gestrickt hast, in die Waschmaschine stecken kannst und bei maximal 30 Grad waschen kannst, ohne dass deine Klamotten verfilzen und schrumpfen. Die meisten, wenn nicht alle tierischen Fasern, haben eine Struktur wie unsere Haare. Wir sind ja im Grunde auch nur Tiere und ihr kennt das vielleicht aus der Shampoo-Werbung, wo so schöne Darstellungen, so Animationen sind von unseren einzelnen Haaren. Diese Haare sind mit Schuppen versehen. Wolle ist da nicht anders. Wolle hat auch Schuppen, ganz ähnlich wie unsere Haare. Wolle wird also in 2 Schritten maschinenwaschbar gemacht, das heißt mit Superwash ausgestattet. Schritt Nummer 1. Die Schuppenstruktur der Wolle wird chemisch weggeätzt. Das bedeutet, dass die ganzen Strukturen, ich meine Schuppen, die auf den einzelnen Fasern sind, entfernt werden, damit die sich nicht mehr verhaken können beim Waschen. Das ist nämlich die klassische Methode zu filzen. Man nimmt eine unbehandelte Wolle, verstrickt sie, steckt sie zu warm in die Waschmaschine und dann verhaken sich alle Fasern miteinander, sodass die Wolle schrumpft und verfilzt. Das ist die klassische Methode zu filzen. Das möchten wir eben vermeiden mit dieser Superwash-Behandlung. Deswegen werden alle Schuppen, die auf den Fasern sind, entfernt. Diese schützende Schuppenschicht heißt Cuticula und nachdem sie chemisch behandelt wurde, existiert
diese einfach nicht mehr oder ist stark reduziert und geglättet. Schritt Nummer 2. Die Fasern werden mit einem Kunststofffilm ummantelt oder überzogen, damit sie schön glatt sind und eben gar keine Schuppen mehr an der Oberfläche sind, die sich eben miteinander verhaken könnten. Die Idee dahinter ist, Wolle pflegeleichter zu machen. Klingt gut, nicht wahr? Aber muss man Wolle noch pflegeleichter machen, als sie sowieso schon ist? Dazu später mehr. Wie funktioniert Superwash? Gehen wir genau ins Detail, wie dieser Prozess funktioniert. Das klingt ein bisschen so, als ob man unserer geliebten Wolle Superkräfte verleihen würde, aber gehen wir jetzt ein bisschen genauer in den Prozess ein, wie Superwash überhaupt hergestellt wird. Vorweg möchte ich sagen, dass es keinen einheitlichen, weltweit einzigen Standard gibt oder Prozess gibt, Wolle Superwash zu machen. Es gibt einen Prozess, der am meisten verbreitet ist und der basiert darauf, Wolle durch ein Chlor- und Polymer-basiertem Verfahren zu schützen vor dem Verfilzen und vor dem Schrumpfen. Dieses Verfahren heißt Chlor-Herkoset-Verfahren und das schauen wir uns jetzt gemeinsam genauer an. Die Superwash-Behandlung findet statt, bevor unsere Fasern zu Garn oder Stoff oder irgendwas anderem verarbeitet werden. Das heißt, die Fasern werden im rohen, losen Zustand mit Superwash behandelt. Unsere geliebten Fasern werden also mit einer verdünnten Chlorkomponente behandelt, ähnlich wie im Schwimmbad, mit einer ähnlichen Konzentration wie im Schwimmbad. Das erklärt auch, warum Schwimmen im Schwimmbad, das Chlor in dem Schwimmbad ebenso schädlich für unsere Haare ist. Nachdem also die Fasern diese Chlorbehandlung bekommen haben, werden sie mit einem Polyamidharz überzogen. Dieses Polyamidharz heißt Herkoset 125. Genauer gesagt wird die Rohwolle im ersten Moment durch eine verdünnte Bleichlösung geleitet. Diese Bleichlösung ist ein chlorhaltiges Mittel namens Natriumhypochlorit. Um zu vermeiden, dass das Bleichmittel, also das Chlor, die Wollfasern weiterhin angreift, wird es neutralisiert. Es wird neutralisiert, indem die Wollfasern mit einer Lösung aus Metabicarbonat und Bisulfid behandelt werden. Fragt mich nicht genau, woraus diese Chlor und Bisulfid und Metabita bestehen. Ich bin keine Chemikerin, aber wenn du dich genauer damit auskennst, dann schreib es gerne in die Kommentare. An diesem Punkt wurde die äußerste Schicht, die Cuticula der Wollfasern, erfolgreich abgenagt und dadurch ist eine negative Oberflächenladung der Fasern entstanden. Diese negative Oberflächenladung vereinfacht, ermöglicht, ebnet den Weg für die Aufnahmefähigkeit des Polymers. Nun folgen zwei abschließende Schritte. Das Herkoset-Harz, das heißt dieses Polymer, wird eben aufgetragen, um die Fasern wieder zu verschließen und schließlich wird ein Weichmacher verwendet, ähnlich wie eine Spülung bei unseren Haaren nach dem Schwimmbad, damit die Fasern wieder schön weich werden. Danach wird die Wolle meistens im Trommeltrockner getrocknet und vorbereitet für den Weitertransport in die Spinnerei. Hier sind, Achtung, alle Fasern noch lose, das heißt, sie können einen Trockner besser aushalten. Dieser Abschnitt des Superwash-Verfahrens bedeutet nicht, dass ihr eure fertigen gestrickten Kleidungsstücke in einen Trockner schmeißen solltet. Das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz schlechte Idee. Die Wollfasern sind also überzogen mit einem Polymer. Polymer ist eine Art Plastik, beziehungsweise ist Polymer nach meinem allgemeinen Wissen die Fachbezeichnung für Plastik. Also die Wollfasern sind mit einem Plastikfilm, mit einem Polymerfilm überzogen. Der nutzt sich mit der Zeit ab. Trotzdem ist die Wahrscheinlichkeit, dass eure Wolle verfilzt, viel geringer, weil eben diese Schuppen, die sich miteinander verhaken, nicht mehr da sind. Das heißt, diese Polymerschicht nutzt sich mit der Zeit ab, trotzdem bleibt die Superwash-Fähigkeit mehr oder weniger erhalten. Mehr oder weniger sage ich, weil die Maschinenwaschbarkeit von eurer Superwash-Wolle mit der Zeit eben doch etwas abnimmt. Glücklicherweise muss man Wolle eben nicht so oft waschen, aber hier möchte ich an einem späteren Zeitpunkt in diesem Video das ganze Superwash-Konzept etwas hinterfragen, bleibt also dran. Der größte Nachteil von diesem Chlor-Polymer-Verfahren ist, dass eben sehr, sehr viel Wasser verbraucht wird und dieses Wasser dann
normalerweise gereinigt werden muss oder im besten Fall gereinigt werden muss. Trotzdem kann es sein, dass einige dieser Chemikalien oder die Chemikalien geringfügig in unser Grundwasser, in unsere Flüsse und in der Natur landen. Das heißt, erstens ist der Wasserverbrauch sehr, sehr hoch und zweitens wird eben Wasser verunreinigt. Selbst wenn man es dann auch wieder reinigt, problematisch bleibt es umwelttechnisch trotzdem. Eine erfreuliche Nachricht ist, dass dieses Hercoset 125 Verfahren kein Mikroplastik verursacht. Das werde ich etwas später im Video noch etwas genauer beleuchten, aber trotzdem ist es nicht ganz ökologisch unbedenklich, diese ganze Superwash-Geschichte. Es gibt auch eine alternative Methode zum Chlorpolymer-Verfahren. Diese Alternative funktioniert mit Plasma und die erkläre ich euch jetzt. Das Natur-Tex Plasma-Verfahren ist etwas umweltfreundlicher und das hier darf die GOTS-Zertifizierung tragen. Das Natur-Tex Plasma-Verfahren kommt ganz ohne Chemikalien und Abwasser aus. Stattdessen werden die Wollfasern in einem elektrisch erzeugten Plasmafeld behandelt, das aus Ionen, Elektronen und freien Radikalen besteht. Diese Teilchen verändern die Faseroberfläche so, dass die Wolle eben nicht mehr verfilzt. Was ist Plasma? Plasma ist ein energiereicher Zustand von Gas, wie er auch in der Sonne und auch in Blitzen vorkommt. Plasma wird in der Industrie eben auch für Beschichtungen genutzt. Wie ihr gerade merkt, ist heute Chemie und Physik angesagt, meine Lieblingsthemen. Auf jeden Fall hat Plasma einige Vorteile. Plasma hat eine dauerhafte Wirkung, es wäscht sich eben nicht aus wie das Polymer von dem Hercoset 125 Verfahren, das wir vorhin hatten. Nach dem Plasmaverfahren erhalten wir Wollfasern, die eben nicht filzen, die ihre gute Aufnahmefähigkeit von Feuchtigkeit behalten und auch sehr gut peelingresistent sind. Die Nachteile von diesem Plasmaverfahren sind der sehr hohe Stromverbrauch und auch, dass es ökonomisch noch nicht sehr rentabel ist, weil es eben noch nicht sehr weit verbreitet ist. Kommen wir nun zur biologischen Abbaubarkeit von Wolle. Sowohl unbehandelte Wolle als auch Superwash-Wolle zersetzt sich ziemlich gut und ist biologisch abbaubar. Das ist nicht der Fall bei synthetischen Fasern, diese zersetzen sich eben nicht. Überraschenderweise zersetzt sich Superwash-Wolle sogar schneller als Wolle, die eben nicht Superwash behandelt wurde, weil bei Superwash-Wolle diese oberste Schicht, diese Schuppen eben entfernt wurden, ist Superwash-Wolle anfälliger für mikrobiellen Abbau und zersetzt sich dadurch schneller. Ich denke, dass handgestrickte Pullover aus Superwash-Wolle etwas weniger langlebig sind, nicht so gut altern wie eben unbehandelte Wolle. Was ist eure Meinung? Habt ihr da Erfahrungen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich habe auf jeden Fall den Eindruck, dass Superwash-Wolle nicht so gut altert wie unbehandelte Wolle. Die Forschung hat gezeigt, dass Wolle sich sowohl im Boden als auch im Meer relativ schnell abbaut. Sobald die Cuticula, also diese äußerste Schuppenschicht, abgebaut wurde, zersetzt sich die Wolle ziemlich schnell. Die Abbaurate erhöht sich dann und nähert sich maschinenwaschbarer Wolle sehr stark an. Was ich erstaunlich fand, ist, dass die Forschung nicht nachweisen konnte, dass Superwash-Wolle Mikroplastik freigibt im Meer. Das bedeutet, dass diese Polymerschicht, die beim Hercoset 125 Verfahren aufgetragen wird, kein Mikroplastik in unserer Umwelt generiert. Das ist eine erfreuliche Nachricht. Im Gegensatz also zu synthetischen Fasern, die sich gar nicht in der Umwelt zersetzen, beziehungsweise sehr lange brauchen, weil es sich da eben um fossile Rohstoffe handelt, die sich kaum zersetzen in der Umwelt. Im Gegensatz dazu zersetzt sich sowohl Superwash-Wolle als auch Nicht-Superwash-Wolle sehr, sehr gut in der Umwelt. Und ich kann hier aus persönlicher Erfahrung noch hinzufügen, dass Wolle sich sogar sehr gut als Düngemittel eignet. Gewaschene als auch ungewaschene Wolle. Das heißt, wenn ihr das Vlies vom Schaf, wenn ihr das nicht braucht und das zum Beispiel auf euer Tomatenfeld schmeißt, alles, was in diesem Vlies hängen geblieben ist an Tierresten, also Tierexkrementen und Erde und Lanolin und die Wollfasern selbst, wenn es eben noch nicht gewaschen ist, aber auch wenn es schon gewaschen ist, wenn ihr das auf euer auf eurer Garten-Gemüsebeet schmeißt, dann ist es auf jeden Fall ein super Dünger und eure
Pflanzen, euer Gemüse wird sehr, sehr gut wachsen. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Vielleicht können das manche unter euch, die so einen grünen Daumen haben, auch noch in den Kommentaren bestätigen. An dieser Stelle möchte ich die Vorteile von Super Schwolle erwähnen. Zuallererst ist deutlich geworden, dass Super Schwolle eben maschinenwaschbar ist. Deswegen eignet sich dieses Garn auch sehr gut für Kinderkleidung zum Beispiel oder auch für Geschenke oder für Socken ist das natürlich sehr gut geeignet. Außerdem fühlt sich Super Schwolle sehr, sehr weich an und ist perfekt für empfindlichere Haut. Dadurch, dass Super Schwolle keine Schuppen mehr hat, ist diese Wolle auch besonders gut geeignet, beziehungsweise dieses Garn auch besonders gut geeignet für Lace-Muster, das heißt zum Beispiel Tücher mit Lace-Mustern oder bestimmte Kleidungsstücke mit Lace-Mustern, weil eben dieses Garn sich sehr, sehr gut spannen lässt und die Umschläge, die man macht, wenn man Lochmuster strickt, die lassen sich sehr, sehr schön öffnen, weil dieses Garn eben nicht in seine ursprüngliche Form zurückspringt, sondern sich sehr, sehr gut spannen und stretchen und ziehen lässt und ein bisschen weniger Formstabilität hat und auf diese Weise Lochmuster eben sehr gut zur Geltung kommen. Durch die Superwash-Behandlung nehmen Garne Färbungen sehr, sehr gut an, weil der Plastikfilm, der eben auf den Fasern liegt, sehr aufnahmefähig ist für Farben. Dadurch können Färberinnen Superwash-Garne mit viel knalligeren und bunteren Farben färben und sie werden viel besser herausstechen und viel mehr leuchten. Deswegen verwenden unabhängige Färberinnen auch sehr, sehr oft, ich glaube in den meisten Fällen auch Superwash Merino, weil dieses Garn sogar Neonfarben aufnimmt und die einfach knallig sind. Superwash Garn nimmt also Färbungen besser an als natürlich gelassene Fasern, die eben oft noch so einen natürlichen Unterton behalten. Ich finde, das ist total Geschmackssache. Ich finde es schön, wenn Garn naturbelassen bleibt und man zum Beispiel unter einer Rotfärbung, unter einer Blaufärbung noch so einen leichten Grauton oder einen leichten Braunton hat. Das ist also Geschmackssache. Ich finde es schön, wenn man die Naturfarben noch durchscheinen sieht bei dem Garn, weil insgesamt gibt es ja auch eine sehr große Bandbreite an Naturfarben, die Schafe haben können. Es gibt ja nicht nur Weiß und sowieso dieses super Knallweiß. Also ich zum Beispiel trage jetzt gerade eher so was cremefarbenes, aber es gibt auch Garne, die so knallweiß sind und das ist keine natürliche Farbe von Schafen. Meistens ist es eher so ein bisschen cremeweiß und geht von cremeweiß zu es gibt Kamelfarbe, so Alpakafarben, Honigfarben, Grau, Braun bis zu Schwarz gibt es da sehr, sehr viele natürliche Farben, die eben unterschiedliche Tiere oder in meisten Fällen, jetzt sprechen wir über Merino-Schafe, annehmen können. Und ich finde es schön, wenn die Färbungen sich da drüber legen und dann nochmal so eine schöne Farbnuance mit reinbringen. Aber das ist eben total Geschmackssache, ob man auf diese sehr, sehr knalligen Farben steht, wo man eben nicht diese Naturfarben drunter sieht oder das eben doch gerne mag, dass man die Naturfarbe gerne noch als Unterton hat. Ich finde, das kann man sich sehr gut wie eine Leinwand vorstellen. Superwash Garn wäre in diesem Fall eine knallweiße Leinwand, auf die man wirklich alle Farben auftragen kann und alle Farben sehr viel Peps haben, während ein naturbelassenes Garn eine Leinwand wäre, auf dem zum Beispiel schon ein leichter Grauton, ein leichter Braunton oder etwas cremefarbenes schon aufgetragen ist und man eben obendrauf noch eine andere Farbschicht verwendet. Ich finde außerdem, dass Superwash Garn einen leichten Glanz hat, der eben durch dieses Polymer, also das Plastik, zustande kommt. Aber diesen Glanz könnte man zum Beispiel auch mit Seide erzielen, denn Seide glänzt auch sehr, sehr schön. Und soviel ich weiß, korrigiert mich da gerne, weil ich bin keine Färberin, aber soviel ich weiß, nimmt Seidenfasern, oder ich meine, Seide ist ja so eine unendlich lange Faser, ist Seide eben sehr, sehr aufnahmefähig für Farben. Und wenn man jetzt 100%ige reines Seidengarn kauft, findet man da auch wirklich sehr, sehr knallige Farben. Superwash Garn hat auch seine Nachteile, über die ich jetzt sprechen möchte, und dabei geht es vor allem um Umweltaspekte. Dieses Hercoset 125 Verfahren verursacht Umweltbelastungen, weil eben chlorhaltige Bäder verwendet werden, um das Garn vorzubereiten. Außerdem kommen dann noch Kunststoffbeschichtungen zum Einsatz und auch jede Menge Wasser, das danach wieder gereinigt werden muss. Das finde ich etwas problematisch, aber das habe ich
schon gesagt. Ich wollte es an dieser Stelle aber nur noch mal deutlich machen. Das einzige Positive an der ökologischen Bilanz ist, dass die Abbaubarkeit ziemlich gut zu sein scheint. Trotzdem ist Superwash-Verfahren eben umwelttechnisch etwas problematisch oder auf jeden Fall bedenklich. Ich empfehle deshalb, auf das GOTS-Zertifikat zu achten, denn das GOTS-Zertifikat steht für umwelt- und sozialverträgliche Standards. Das könnt ihr beim Kauf von Wolle suchen. Auf der Banderole. Das Thema Siegel, Zertifikate habe ich auch in meinem Video über Ethik, Stricken und Nachhaltigkeit angesprochen. Wenn euch das mehr im Detail interessiert, kann ich gerne dazu ein spezielles Video machen, in dem ich über Zertifikate und Siegel spreche. Ich habe da auch etwas Expertise, weil ich eine Zeit lang für eine NGO im Bereich des fairen Handels gearbeitet habe. Und ich habe jetzt auch vor kurzem an einer Publikation mitgeschrieben, bei der es um faire Mode geht. Und ich habe jetzt noch den Blickwinkel von den Handarbeiten da mit reingebracht. Also meinen wissenschaftlichen Artikel findet ihr in einem Sammelband, einem Sammelwerk an anderen wissenschaftlichen Artikel. Dieses Buch heißt Faire Mode, Fragezeichen, Fair Fashion, Fragezeichen und bla bla bla. Den Untertitel füge ich euch hier ein. Auf jeden Fall könnt ihr dieses wissenschaftliche Werk kostenlos herunterladen als PDF und den Link dazu findet ihr in der Infobox. Bis hierhin habe ich sehr viel über die Chemie, die Physik und den Herstellungsprozess von Superwash-Wolle gesprochen. Aber was uns als Strickerinnen besonders interessiert, ist, wie verhält sich Superwash-Wolle beim Stricken? Worauf muss ich achten, wenn ich mit Superwash-Wolle stricke? Gibt es da besondere Herausforderungen oder Probleme oder auch Vorteile, Nachteile? Das schauen wir uns jetzt zusammen an. Superwash-Wolle hat ein schlechtes Gedächtnis, das heißt auch eine schlechte Formstabilität. Superwash-Wolle bzw. Kleidungsstücke, die aus Superwash-Wolle gestrickt wurden, verlieren leicht ihre Form und springen nicht in ihre ursprüngliche Form zurück. Sie haben kein Gedächtnis. Das heißt, Pullover, die aus Superwash-Wolle gestrickt wurden, können ganz leicht ausleiern und nach einigen Malen tragen oder waschen eben nicht so mehr so gut aussehen wie am Anfang. Superwash-Wolle ist glatt und dehnbar, deswegen empfehle ich eher Tücher zu stricken oder Kleidungsstücke, die so einen geraden Schnitt haben und eben keine besonders präzise Konstruktion haben, sondern eine Konstruktion, die sehr, sehr simpel ist, so dass es eben nicht sehr schlimm ist, wenn der Pullover ein bisschen ausleiht, ein bisschen wächst, ein bisschen oversized mit der Zeit wird, weil es dann eben nicht unförmig aussieht, weil die Form von vornherein nicht so detailreich war. Hier kann ich euch von zwei weniger glücklichen Erfahrungen erzählen. Und zwar hatte ich erstens einen Auftragspullover gestrickt. Also ein Freund von mir hat einen Pullover bei mir gekauft auf Maß und den habe ich mit Superwash-Wolle gestrickt. Er hat ihm perfekt gepasst, bevor ich den gewaschen habe, und nachdem ich den gewaschen hatte, ist dieser Pullover um 3 Größen gewachsen und ich habe ihn im Endeffekt meinem Vater geschenkt. Und dieser Pullover wurde dann auch noch geklaut, aber obendrauf. Auf jeden Fall ist die Lehre da draus. Ihr solltet auf jeden Fall eine Maschenprobe zuerst machen, weil Superwash-Wolle nach dem Waschen wächst. Genau dasselbe ist mir passiert mit einem anderen Bolero, das ich gezeigt hatte in meinem Video über meine unfertigen Projekte, über meine ewigen UFOs. Da habe ich einen halb gestrickten, halb aufgezogenen Bolero gezeigt und das Garn habe ich auch fertig aufgezogen und gewaschen. Da ist mir genau dasselbe passiert, und zwar habe ich drauf losgestrickt, das hat perfekt gepasst und nach dem Waschen war das Ding 3-mal größer geworden und es hat mir dann auch nicht mehr gepasst. Das war einfach nur noch wie ein Riesensack. Also auf jeden Fall Superwash-Wolle eine Maschenprobe machen und waschen, um auszurechnen, wie sehr euer Kleidungsstück ungefähr wachsen wird. Im Zweifel eine Größe kleiner stricken, zum Beispiel, oder 2 Größen kleiner, weiß man nicht so genau, aber deswegen vermeide ich Superwash-Wolle, weil ich eben diese Überraschungen nicht haben will, oder ich teste sie eben vorher, indem ich sie wasche. Diese Erfahrung habe ich gemacht vor über 10 Jahren, also es ist, glaube ich, eine Erfahrung, die jede Strickerin mal in ihrer Strickkarriere, Strick-Journey, wie man das so schön sagt, macht. Ich habe sie gemacht und es ist mir auch nicht mehr passiert. Seitdem, ich glaube, wenn es 2-mal passiert, ist das normal. Wenn man dann es immer noch nicht bemerkt hat, woran es liegen könnte. So, dafür ist dieses Video da. Superwash-Wolle hat keine gute Struktur. Das heißt, ich empfehle nicht, mit Superwash-Wolle Zöpfe oder Muster mit vielem Relief zu stricken, weil die dann einfach nicht so gut zur Geltung kommen.
Superwash-Wolle ist nicht so squishy, hat kein Gedächtnis und springt einfach nicht in seine ursprüngliche Form zurück. Deswegen lohnt es sich nicht wirklich, Zöpfe damit zu stricken. Sie werden einfach nicht so viel hergeben. Es wird einfach nicht so viel Struktur von sich geben. Superwash-Wolle ist auch für Colorwork-Projekte nicht so gut geeignet, weil Superwash-Wolle eben diese Schuppen fehlen, verhaken sich die Schuppen der Fasern nicht ineinander und dadurch verschwimmen die Farben nicht ineinander. Also bei Colorwork und Vereil strickt man mit sehr vielen verschiedenen Farben und die Idee ist ja, dass die Farben ein bisschen miteinander verschwimmen und sich miteinander verbinden und das kann eben nicht passieren, dadurch, dass die Superwash-Wolle keine Schuppen mehr hat an den Fasern, die eben dieses flauschige, malerische erzielen können in dem Strickteil. Superwash-Wolle ist eben sehr, sehr glatt und es ist ein bisschen schwieriger, dieses geschlossene Maschenbild zu erhalten mit den vielen Farben, das man eben gerne haben möchte bei Colorwork. Außerdem kann man bei Colorwork mit Superwash auch böse Überraschungen erleben, vor allem wenn man sein Projekt staken möchte. Staken ist, wenn man sein Projekt aufschneidet. Zum Beispiel, wenn ich ein Cardigan in Colorwork stricke, dann schneide ich den hier vorne auf, beziehungsweise ich stricke im ersten Moment eigentlich einen ganz normalen Pullover in der Runde und schneide den dann hier vorne auf. Mit Superwash-Garn kann es eben sehr schnell passieren, dass alles aufgeht und dass man sehr, sehr viele Laufmaschen hat, weil das Garn eben nicht keinen Halt hat. Dadurch, dass die Schuppen fehlen an den Fasern, verhakt es sich nicht und es kann sich einfach aufziehen. Das möchte man auf jeden Fall vermeiden, denn dann ist die ganze Arbeit und auch das Garn nämlich hin, denn sobald es geschnitten ist, ist es einfach hinüber. Deswegen rate ich auf jeden Fall davon ab, Staking-Projekte mit Superwash-Garn zu machen. Auch wenn ihr mit unbehandelter Wolle Colorwork-Projekte macht und stickt, empfehle ich es hier an den Kanten, das zu versiegeln, das zu verschließen mit einer Häkelkante. Dadurch, dass man es hier festhäkelt an den Sticking-Seiten, verhindert man, dass es Laufmaschen entstehen. Aber das macht man sogar bei Wolle, die eben unbehandelt ist. Ich glaube nicht, dass diese Sicherheit reicht bei Superwash-Wolle. Die ist einfach viel zu glatt und da werden die Maschen höchstwahrscheinlich einfach laufen. Also für Colorwork-Projekte ist Superwash-Wolle auch nicht geeignet. Superwash-Wolle ist auch schwerer. Das heißt, dass die Kleidungsstücke schneller ihre Form verlieren können und sie sich schneller aushängen. Es ist sowieso nicht empfohlen, selbstgestrickte Kleidungsstücke hängend aufzubewahren, sondern zusammenfalten und in den Schrank reinzulegen. Bei Superwash-Wolle ist diese Gefahr eben besonders groß, dass sich ein Kleidungsstück durch das eigene Gewicht eben aushängt und an Form verliert. Superwash Merino hat in der Regel mehr Einzelfäden, das heißt Plies, also Einzelfäden, die miteinander verzwirnt werden, um ein einziges Garn herzustellen. Dadurch, dass man mehrere oder mehr Einzelfäden miteinander verzwirnt als zum Beispiel bei unbehandelter Wolle, gleicht man ein bisschen diesen Strukturverlust aus, den eben Superwash-Wolle mit sich bringt, weil die Schuppen auf den Fasern fehlen. Superwash-Wolle wird also in der Regel mit mehr Einzelfäden verzwirnt und auch viel stärker verzwirnt, um eben diese Sprungkraft, die fehlende Sprungkraft, ein bisschen nachzuahmen und zu kompensieren. Auch empfehle ich auf jeden Fall, bevor du ein Projekt aus Superwash Merino oder Superwash-Wolle strickst, eine Maschenprobe zu stricken und zu vergleichen vor dem Waschen und nach dem Waschen, welche Maße du hast, weil Superwash-Wolle, wie eben schon in einem Beispiel von mir erzählt, wachsen kann, durch das Waschen sich ausdehnt. Und deswegen empfiehlt es sich, manchmal auch eine Größe kleiner zu stricken. Und um hier Überraschungen zu vermeiden, musst du auf jeden Fall eine Maschenprobe stricken, bevor du mit Superwash-Wolle dein Projekt anschlägst. Sowieso ist es auf jeden Fall empfehlenswert, immer eine Maschenprobe zu stricken, außer vielleicht für kleine Projekte wie Mützen oder Accessoires. Aber wenn du ein gesamtes Kleidungsstück, ein Pullover stricken möchtest, in jedem Fall, ob mit Superwash oder ohne Superwash, empfehle ich auf jeden Fall immer eine Maschenprobe vorher zu stricken.
Also, wie triffst du eine gute und umweltfreundliche Entscheidung beim Kauf von deiner Wolle? Ich kann dir empfehlen, auf das GOTS-Siegel zu achten. Superwash-Wolle, die mit dem Hercosat 125-Verfahren behandelt wurde, kann nicht GOTS zertifiziert werden, weil das GOTS-Zertifikat, das heißt das Global Organic Textile Standards, die Verwendung von chlorbasierten Chemikalien im Textilverarbeitungsprozess nicht erlaubt. Das bedeutet, dass selbst wenn deine Rohwolle GOTS zertifiziert werden könnte, also da die Schafe bio gehalten wurden und das Vlies von den Schafen Bio-Qualität hat oder GOTS-Qualität hat, weil es sind zwei verschiedene Sachen, Bio und GOTS, aber ihr versteht, was ich meine. Selbst wenn die Rohwolle GOTS zertifizierbar sein könnte, aber die einen Superwash-Prozess unterläuft, ist sie nicht mehr GOTS zertifizierbar. Also empfehle ich euch, auf dieses Siegel zu achten. Das ist wirklich ganz simpel, sich das zu merken. Die Alternative, die ich genannt habe, die Natur-Tex Plasma Alternative, die ist GOTS zertifizierbar. Das ist also eine gute Möglichkeit, den chlorbasierten Verfahren auszuweichen. Insgesamt empfehle ich, Superwash zu vermeiden oder es eben gezielt und bewusst für bestimmte Projekte einzusetzen. Wenn du eben zum Beispiel für das Neugeborene deiner besten Freundin etwas stricken möchtest, dann empfehle ich dir, Superwash zu verwenden. Aber vielleicht, wenn du für dich selber strickst, kannst du überlegen, brauche ich unbedingt Superwash? Möchte ich das in der Waschmaschine unbedingt waschen? Oder ist das ein Kleidungsstück, das ich vielleicht nicht so oft waschen muss und ich vielleicht besser mit unbehandelter Wolle stricken kann? Ich möchte dich ermutigen, Alternativen zum klassischen Superwash Merino zu verwenden. Es gibt unglaublich viele Produzentinnen von Garn, die eben seltenere Fasern verwenden, etwas besonderere Fasern, wie zum Beispiel Shetland oder Blueface Leicester oder Mohair oder noch ganz viele andere Fasern. Wir haben auch nicht nur Schafe, erstens haben wir ganz viele Schafrassen, aber es gibt auch noch Yak oder Alpaka oder andere Fasern, die ich dir ans Herz lege, mal auszuprobieren und dadurch auch kleinere und andere Produzentinnen, vielfältigere Produzentinnen zu unterstützen, wenn du Wolle einkaufen gehst. Eine große und tolle Auswahl von Garnen findest du im Shop Lieblingsgarn. Wenn du über den Link, den du in der Infobox findest, im Shop Lieblingsgarn einkaufst, dann unterstützt du mich und unterstützt, dass ich weiterhin Videos mache. Ich empfehle dir also im Shop Lieblingsgarn mal vorbeizugucken und dir da die große Auswahl mal auf den Augen zergehen zu lassen. Und ja, über den Link in der Infobox kannst du mich unterstützen, wenn du bei Lieblingsgarn einkaufst. Ich würde dich also ermutigen, eher umweltfreundlichere Garne zu kaufen. Und es gibt auch so viele Schafrassen, wie du zum Beispiel in diesem kleinen Lexikon hier sehen kannst. 100 Sheep Breeds. Es gibt unglaublich viele Schafrassen auf dieser Welt. Deswegen finde ich es langweilig, immer auf dasselbe Standard Superwash Merino zurückzugreifen. Und ich finde es schade, dass man überall nur diesen selben Einheitsbrei sieht und dass dieses Standard Superwash Merino einfach so viel verbreitet ist. Ich stricke eben nicht so gerne damit, weil ich diesen Einheitsbrei vermeiden möchte und ich habe gerne einfach sehr viele vielfältige Projekte. Ich finde, das ist eben das Spannende am Stricken, dass man so eine große Vielfalt hat und so viele verschiedene Sachen ausprobieren kann. Deswegen sieht man hier, gibt es eine sehr große Auswahl und sehr viele Experimentiermöglichkeiten, die ich gerne in Anspruch nehme und dich dazu ermutigen möchte, das auch so zu tun. Zum Schluss möchte ich sagen, dass ich in diesem Video 2 Verfahren vorgestellt habe, wie man Wolle maschinenwaschbar machen kann. Es sind eben nur 2 Verfahren, es gibt da noch weitere, aber ich finde es jetzt an dieser Stelle nicht extrem sinnvoll, noch in dieses Rabbit Hole noch weiter reinzugehen. Ich glaube, dieses Video ist jetzt lang und ausführlich und detailliert genug, damit ihr euch eine gute Meinung bilden konntet. Zum Schluss möchte ich eben noch insgesamt die Idee von Superwash etwas hinterfragen, weil ich dieses Konzept von Superwash ein bisschen widersprüchlich finde. Spätestens jetzt merkt ihr, dass ich eher zu denen gehöre, die Superwash versucht zu vermeiden. Das bedeutet nicht, dass ich niemals mit Superwash-Wolle stricke. Das kommt schon mal vor.
aber es ist auf jeden Fall die Ausnahme. Denn Wolle ist antibakteriell. Wolle hat die Fähigkeit, sich selbst zu reinigen. Deswegen finde ich es nicht ganz so sinnvoll, Wolle umständlich, umweltbelastend und umfangreich zu behandeln, wenn es gar nicht notwendig ist, Wolle so oft zu waschen. Ich persönlich wasche meine Wollpullover einmal im Jahr und selbst meine Sommertops, die ich direkt auf der Haut trage und auch beim Fahrradfahren trage, wo ich ja auch schwitze, selbst die wasche ich nur alle 2 bis 3 Monate. Es reicht vollkommen, wenn ihr eure Wollpullover über Nacht auf den Balkon legt, an die frische Luft oder beim Duschen mit ins Badezimmer nehmt und durch den Dampf werden die Sachen dann auch wieder frisch. Ich trage meine Wollpullover manchmal 2 Wochen am Stück und es fällt niemandem auf, es riecht neutral, weil Wolle eben antibakteriell ist. Außerdem schwitze ich da oft nicht direkt rein, weil ich eben etwas drunter trage unter meinem Wollpullover. Ich bin mir sicher, dass ich das noch ausreizen könnte und dass niemand merken würde, wenn ich den ganzen Winter lang denselben Wollpullover tragen würde. Ich spreche hier ganz klar von Wolle und nicht von anderen Faserarten. Ich spreche auf keinen Fall von synthetischen Fasern. Das trifft nicht auf synthetische Fasern zu, aber wenn ihr etwas mehr erfahren möchtet über Faserkunde, dann empfehle ich euch mein Video Synthetische Fasern vs. Naturfasern. Da gehe ich etwas genauer darauf ein. Aber wie gesagt, ich finde es nicht so sinnvoll, Wolle superwasch- oder waschmaschinenresistent zu machen. Vor allem für mich persönlich als Erwachsene, weil ich meistens beim Essen in der Lage bin, mich nicht zu bekleckern. Und wenn doch, dann benutze ich einfach ein Lätzchen. Das finde ich total okay, ist mir jetzt nicht peinlich, wenn ich eine Serviette hier reinstecke, weil es dann doch manchmal schwierig sein kann, der Tomatensauce auszuweichen. Wenn du für kleine Kinder oder Babys strickst, kann ich das vollkommen verstehen, wenn du Superwasch-Wolle verwendest oder wenn man Geschenke strickt oder in unter anderen Umständen möchte ich das auf keinen Fall verurteilen oder sonst irgendwie. Wenn du gerne mit Superwasch-Wolle strickst, dann schreib es gerne in die Kommentare, wann für dich Superwasch-Wolle in Frage kommt, warum du Superwasch-Wolle gut findest. Ich sehe das eher skeptisch, weil eben Wolle sich selbst reinigt und ich deswegen nicht denke, dass es unbedingt notwendig ist, so viel Superwasch-Wolle überhaupt zu haben. Wenn man Wolle also richtig pflegt, dann ist sie sehr, sehr langlebig und Superwasch nicht unbedingt notwendig. Hast du noch weitere Ideen, wann Superwasch-Wolle sinnvoll ist? Achtest du beim Einkaufen darauf, ob Wolle Superwasch ist oder nicht? Ich finde, du solltest auf jeden Fall darauf achten, spätestens wenn du dann auch wirklich damit stricken möchtest und keine bösen Überraschungen erleben möchtest. Hast du viel Superwasch-Wolle in deinem Vorrat oder bist du da eher zurückhaltend? Was ist denn deine Meinung zu dem ganzen Thema? Hast du in diesem Video etwas dazugelernt oder war das für dich jetzt alles redundant? Wenn du das Gefühl hast, dass dieses Video deine Kaufentscheidungen beeinflussen könnte, dann schreib es gerne in die Kommentare. Mein Schlusswort wäre, du kannst Superwasch-Wolle einsetzen, wo du es sinnvoll findest, wo du diesen Komfort eben gerne haben möchtest, diese Praktikabilität, die gerne haben möchtest. Aber da, wo du es nicht unbedingt brauchst, denk vielleicht zweimal drüber nach und triff vielleicht etwas umweltbewusstere Entscheidungen. Ich finde, man muss auf keinen Fall auf Ästhetik verzichten und seinen Geschmack auf jeden Fall entsprechend stricken und seine Handarbeiten ausüben. Die Welt der Garne ist riesig, es gibt eine riesen Auswahl und riesen Vielfalt. Ich glaube, es ist für jeden Geschmack etwas dabei. Ob Superwasch oder nicht Superwasch, gibt es da ganz viele Möglichkeiten und Alternativen, die ich finde, sollten auf jeden Fall ausgeschöpft werden, um deine Kreativität anzukurbeln und mehr Spaß an deinem Hobby zu haben. Vielen Dank, wenn du bis hierhin zugeschaut hast, dann hinterlass mir gerne ein Hashtag Stricken mit Calypso, alles zusammen und klein in den Kommentaren. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ja, bis zum nächsten Video. Ciao!